Ach mal. Hallo, Frau Merkert. Hallo? Wir sind jetzt ungefähr 8 Monate nach Ihrer FFS und ich hätte ein paar Fragen. Die erste wäre, welche Probleme hatten Sie, die dazu geführt haben, dass Sie eine OP machen lassen wollten? Das Hauptproblem war, dass Leute immer unsicher waren. Die Kleidung, das Make-up hat auf eine Frau hingewiesen, das Gesicht auf einen Mann. Und diese Unsicherheit habe ich einfach Menschen, mit denen ich zu tun hatte im Alltag, an der Supermarktkasse oder Kollegen oder so, denen habe ich das oft angesehen. Und die konnten das irgendwie lernen oder ich konnte sie darauf hinweisen, dass sie mich richtig ansprechen und so, aber da sind einfach viele Fehler passiert und das ist viel besser geworden und ja, jetzt werde ich immer als Frau angesprochen und habe das Problem einfach nicht mehr. Ja, wunderbar. Warum sind Sie für diese OP zu uns gekommen? Ich habe sehr viele Vergleichsbilder angeschaut und fand die Ergebnisse dort mit die besten eigentlich. Ein anderer Vorteil war auch, dass sie in Europa sind. Also als Deutsche ist das natürlich leichter dann, als zum Beispiel nach Boston zu gehen oder so. Das schien mir insofern, also von der Qualität der Ergebnisse her, sehr gut, wenn nicht das Beste. Und der Preis war auch noch günstiger als bei anderen. Ja. Können Sie noch ein bisschen mehr erzählen über das Ergebnis? Was hat Ihnen dies gebracht, diese OP, für Ihr Leben auch? Ja, also rein von den Fakten her, denke ich, macht viel aus, dass die Augenbrauen höher sind und da auch nicht mehr solche Wurzelste unter den Augenbrauen sind. Und ich kann mich einfach, also ich sehe mich jetzt selber lieber im Spiegel an. Das war vorher ein Problem für mich. Ich habe mein Spiegelbild einfach nicht gemocht und das war auch immer so ein innerer Schlag irgendwie, dass ich einfach diesen inneren Konflikt hatte. Ich habe mich als Frau gefühlt, aber dann auch im Spiegelbild eben nicht wirklich eine Frau gesehen. Und das ist sehr, sehr viel besser geworden. Also klar, hin und wieder, zum Beispiel nehme ich erst seit einem Jahr Hormone und beim Körper fällt mir manchmal noch was auf, wo ich dann denke, ja, das ist vielleicht doch ein bisschen männlich, aber gerade so im Gesicht ist das halt wirklich eine entscheidende Veränderung gewesen. Und ja, insofern bin ich innerlich mehr im Reinen jetzt. Ja. Wie war die Zeit direkt nach der OP? Haben Sie viele Schmerzen gehabt? Wie waren die Schwellungen? Also das war erstaunlich leicht. Also ich habe mir das schlimmer vorgestellt, weil ich gedacht habe, oh, es wird so viel gemacht. Also bei mir wurde auch viel gemacht, das Kinn versetzt und die Nase verändert und der Haaransatz verschoben und so. Und das war so, dass ich, glaube ich, nach 3 Tagen die Schmerzmittel schon abgesetzt habe. Ich konnte schlafen, auch wenn das ein bisschen schwierig war, weil die Nase zu war, aber prinzipiell waren auch die Nächte nicht so schlimm, wie ich mir es vorgestellt habe. Und auch meine körperliche Fitness war eingeschränkt, aber nicht so, dass ich nichts tun konnte. Also ich bin, glaube ich, schon am 2. Tag nach der OP mal ein bisschen spazieren gegangen draußen. Das war im Frühjahr, da war es noch relativ kalt, das war angenehm dann auf dem Gesicht. Also wenn man den Mut hat, mit so einem, man sieht halt sehr verprügelt aus. Also wenn man kein Problem damit hat, so gesehen zu werden, dann kann man auch rausgehen. Also ich war in der ersten Woche in Antwerpen zum Beispiel im Zoo. Ja. Ja, war schön. Schöner Zoo. Und wie lange hat es gedauert, bis Sie wieder sozial fähig waren? Also nach 3 Wochen bin ich wieder zur Arbeit gegangen. Da haben meine Arbeitskollegen schon noch gesehen, dass ich da eine OP hatte, aber da der Großteil der Blutergüsse und so war weg. Also ich hatte um die Augen
Blutergüsse und die waren nur noch sehr klein zu dem Zeitpunkt und ein paar andere Stellen waren einfach nur noch so gelb, wie wenn ein blauer Fleck verschwindet. Meine Mimik war, glaube ich, ein bisschen eingeschränkt, weil ich kein Gefühl an der Stirn hatte. Dementsprechend konnte ich die auch nicht so in Falten legen oder so. Aber das war eigentlich kein Problem. Also verständlich machen konnte ich mich mimisch schon. Ja, und ich habe das einfach gemacht. Also ich bin dann eben zum Beispiel von Arbeitskollegen darauf angesprochen worden, ob ich operiert wurde und was gemacht wurde. Und war aber da recht offen. Also für mich war das kein Problem, dass sie das halt wissen wollten. Und ja, im Alltag eigentlich, also da hat mich niemand angesprochen. Da sind die Leute wohl nicht so neugierig. Ja, Sie sind auch einige Tage in unser Gästehaus gewesen. Wie hat Ihnen das gefallen? Also ich hatte ein Doppelzimmer und das zweite Bett, da hat meine Mutter übernachtet, die sich auch um mich gekümmert hat. Es wären auch Schwestern da gewesen, also im Nachhinein gesehen war es nicht wirklich notwendig, jemanden zur Pflege mitzubringen, aber natürlich ist es ganz schön, nochmal die Mutter dann als Bezugsperson dabei zu haben. Und ja, das Zimmer war einfach ein schönes Zimmer mit einem guten Bad und es hat eigentlich alles funktioniert. Und die Atmosphäre in dem Gasthaus ist halt wirklich gut. Also man kommt ins Gespräch mit anderen Transfrauen, die ähnliche Probleme haben wie man selbst und so. Und Petra ist auch einfach sehr hilfreich und gibt einem Tipps und so. Und das heißt, wenn man irgendwie eine Frage hat, muss man nicht weit laufen oder so. Also sie wird sofort beantwortet und das fand ich insgesamt einfach sehr angenehm. Also es gab nie irgendwie einen Aufreger für mich oder so, sondern ich konnte einfach mich ganz auf Genesung konzentrieren und ja, darauf eigentlich eine ganz gute Zeit zu haben in Antwerpen, obwohl ich ja so eine große OP hatte. Also das war erstaunlich gut. Ja. Wenn Sie sich selber, so wie Sie waren vor der OP, noch einen Rat geben könnten, hätten Sie einen und was würde dieser Rat sein? Also ich habe das Gefühl, dass, was die OP angeht, ich alles richtig gemacht habe. Also ich würde mir wieder raten, es wieder zu machen. Ich hatte mich sehr umfangreich über Chirurgen informiert und so. Also das würde ich mir weiterhin empfehlen, weil ich denke, es ist ein gutes Gefühl, wenn man einfach vorher die Recherche gemacht hat und weiß, worauf man sich einlässt. Und dann auch, ja, es ist ja auch teuer und wenn man dann weiß, ich gebe jetzt auch irgendwie das Geld aus und dann ist das auch, dann sind meine Probleme auch gelöst. Und ja, ich habe genau dieses Gefühl gehabt und hatte dann das Gefühl, ich habe auch die Recherche richtig gemacht. Okay. Letzte Frage, wenn jemand die Interesse hat an einer OP bei uns, über E-Mail mal Kontakt aufnehmen möchte, wäre das in Ordnung für Sie? Ja, also ich kann auch auf Englisch oder so, kann man mich auch anschreiben. Da denke ich, bin ich gut genug und ja, meine E-Mail-Adresse gebe ich Ihnen gerne. Okay, vielen Dank dafür. Vielen Dank auch fürs Interview.